Okay, lass uns mal eintauchen. Stell dir vor, diese ganzen seltsamen Lichter am Himmel, die UAPs, die kommen gar nicht von weit her, sondern aus unseren eigenen Ozeanen. Ja, aus der Tiefsee. Genau. Das ist die ziemlich wilde Idee aus einer Quelle, die wir uns heute anschauen. Projekt Kraken. Ein spekulativer Analysebericht. Sehr spekulativ, muss man sagen. Absolut. Die Kernfrage darin: Könnte es sein, dass eine verborgene, technisch hochentwickelte Zivilisation, abgestammt von Oktopoden, hier auf der Erde existiert und vielleicht hinter einigen UAP-Sichtungen steckt? Unsere Mission für dich heute: Wir leuchten mal die Kernargumente dieser Hypothese aus. Klingt doch, ja, faszinierend, oder? Total faszinierend. Vor allem, wenn man sich die biologische Seite anschaut, die der Bericht stark macht. Kraken argumentiert ja mit der bekannten Intelligenz von Oktopoden. Stimmt, die können ja einiges. Werkzeuge benutzen. Genau, Werkzeuggebrauch wie die Kokosnussschalen zum Schutz, komplexes Problem lösen und dann dieses Nervensystem. Also 500 Millionen Neuronen, ja, aber 2/3 davon sitzen nicht im Kopf, sondern in den Armen. Wahnsinn! Dezentral quasi. Exakt. Eine völlig andere Art von Intelligenz. Der Bericht nennt das, finde ich ganz treffend, einen fremden Geist unter uns. Ein fremder Geist. Okay. Aber wie wird daraus eine Zivilisation? Die Quelle selbst sagt ja, Oktopoden leben kurz, sind Einzelgänger. Das ist doch eine Riesenhürde für Wissensweitergabe über Generationen. Richtig, das sind die klassischen Filter. Und da spekuliert Kraken halt. Die Hypothese ist eine evolutionäre Abspaltung. Vielleicht eine Mutation, die dieses eingebaute Verfallsdatum, also das Sterben nach der Fortpflanzung, die Semmelparität ausschaltet. Ah, okay. Also die Idee ist, dass dadurch langlebige Oktopoden entstanden sein könnten. Genau, langlebig und vielleicht dadurch auch sozialer. Das würde die Grundlage schaffen, um Wissen anzuhäufen, Kultur zu entwickeln, ähnlich wie bei uns, nur eben unter Wasser. Verstehe. Aber dann die Technikfrage? Unter Wasser? Kein Feuer. Also keine Metalle schmelzen, keine klassische Schmiede. Was schlägt Kraken da vor? Einen komplett anderen Pfad. Biotechnologie. Also die Vorstellung ist, die schmieden nicht, die züchten. Genschmieden statt Metallschmieden. Genschmieden. Okay, das klingt? Abgefahren. Ja. Sie würden Materialien, Werkzeuge, vielleicht sogar ganze Strukturen oder Habitate züchten. Organische Technologie statt Mechanik. Und das, so der Bericht, würde ja auch zu manchen UAP-Beschreibungen passen. Stimmt. Wo Zeugen sagen, die Objekte wirkten fast lebendig oder biologisch. Genau. Ihre Technologie wäre dann sozusagen eine Erweiterung ihrer eigenen Biologie. Und hier wird's jetzt richtig interessant, finde ich. Der Bericht zieht ja die direkte Linie zu den UAPs und vor allem USOs, den Unidentified Submerged Objects. Ja, die Unterwasserphänomene. Genau. Die US-Regierung selbst, also offizielle Stellen, definieren UAPs ja als Phänomene, die auch transmedial sein können, also zwischen Luft und Wasser wechseln oder eben nur untergetaucht operieren. Und es gibt ja unzählige Militärberichte über genau sowas. Objekte, die nahtlos ins Meer eintauchen oder mit hunderten Knoten Geschwindigkeit unter Wasser unterwegs sind. Die Logik im Kraken-Bericht ist hier, eine aquatische Zivilisation hätte logischerweise zuerst die Hydrodynamik perfektioniert, also Bewegung im Wasser. Klar, ihr Heimvorteil. Richtig. Der Schritt in die Luft wäre dann die zweite, schwierigere Herausforderung, nicht umgekehrt wie bei uns oder bei angenommenen Außerirdischen. Ah ja. Und die UAPs, die wir sehen, Könnten dann, so die Spekulation, unbemannte Drohnen sein, Sonden, die aus der Tiefsee unsere für sie ja fremde Oberflächenwelt erkunden. Ohne Crew könnten die auch diese extremen Manöver fliegen, von denen berichtet wird. Okay, aber warum sollten die das tun? Uns beobachten. Da hebt der Bericht ja ein Muster hervor. Die Häufung von Sichtungen über oder bei Nuklearanlagen. Schon seit den 40ern. Ja, das ist auffällig. Malmstrom Air Force Base 1967 ist so ein klassisches Beispiel. Da sollen ja Interkontinentalraketen ausgefallen sein, während ein UAP drüber schwebte. Also laut Zeugenberichten. Krass. Und wie interpretiert Kraken das? Feindseligkeit? Nein, eher das Gegenteil. Überwachung aus Sorge.
Ein globaler Atomkrieg würde ja nicht an der Wasseroberfläche Halt machen. Die Ozeane wären massiv betroffen, ihre Biosphäre zerstört. Sie wären also quasi mit betroffen. Genau. Die Interpretation ist, sie sehen sich vielleicht als eine Art planetare Immunabwehr. Sie überwachen unsere gefährlichste Technologie. Das wirft aber die Frage auf, wenn die so fähig sind, warum sehen wir sie nicht ständig? Warum bleiben sie versteckt? Da argumentiert Kraken mit Verletzlichkeit. Sie könnten uns technologisch zwar in manchem überlegen sein, aber biologisch und zahlenmäßig vielleicht unterlegen. Okay, das macht Sinn. Ein offener Kontakt wäre extrem riskant. Denk an Krankheiten, unsere Unberechenbarkeit, unsere Waffen. Ihre ganze Zivilisation ist ja ein einziges, verwundbares Ziel, die Ozeane. Also ist absolute Tarnung die beste Überlebensstrategie. So die Hypothese, ja? Und die Sichtungen, die es gibt. Das wären dann keine Kontaktversuche, sondern seltene Fehler, Pannen in ihrer Tarnung. Operative Unfälle sozusagen. Mhm. Gut, fassen wir diesen Tauchgang mal zusammen für dich. Projekt Kraken zeichnet dieses, kühne Bild. Eine verborgene, alte Oktopus-Zivilisation mit hochentwickelter Biotechnologie. Mhm. Sie könnten für einige dieser UAP- und USO-Phänomene verantwortlich sein und überwachen uns vielleicht aus Sorge um den Planeten. Also eine indigene Erklärung, keine außerirdische. Genau. Eine Perspektive, die den Blick echt umlenkt. Weg von den Sternen, hinunter in unsere eigenen tiefsten, dunkelsten Geheimnisse. Ja. Sondern wartet hier in der Dunkelheit unserer Ozeane. Und eine letzte Frage, nur für dich zum Mitnehmen. Welcher Teil dieser ganzen Kraken-Hypothese bleibt bei dir jetzt am stärksten hängen?